Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur-Wunderland-Update. Ihr wisst ja, das ist unser Format für alles Kleine, was so links und rechts neben den riesengroßen Projekten vom Wunderland passiert. Ganz so viel ist das im Moment nicht, weil ihr habt schon gemerkt, was wir für große Baustellen haben. Und wir wollen Rio de Janeiro unbedingt im November dieses Jahr eröffnen. Wir wissen noch nicht, ob das klappt, also Daumen drücken. Und da ist noch so viel zu tun. Aber es gibt diese kleinen Projekte. Zum Beispiel habt ihr, ich glaube, das war im Lockdown-Update 11, die kleine Energizer gesehen. Ein Schiff, das wir für die Nordostsee neu bauen. Und das ist jetzt fertig geworden. Leo und Nico haben es zu Ende beleuchtet und die ersten Testfahrten gemacht. Nina erklärt euch in diesem Bauupdate ein bisschen was über die Schweiz und die Verkabelung, die wir unter der Anlage neu gemacht haben, damit die ganzen Lichter einzeln geschaltet werden. Und ein ganz großes Highlight, unser Bruder, also Gerrit und mein Bruder Sebastian, erklärt euch mal unsere Virtual Reality Experience, die wir, wenn alles gut läuft, Anfang nächsten Jahres in Betrieb nehmen. Das ist spektakulär. Das ist gigantisch, weil ihr und wir können uns plötzlich zu so einer kleinen Figur schrumpfen und in einem Raum, der unten im Erdgeschoss sein wird, können wir virtuell durchs Wunderland gehen. Das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Es wird spektakulär. Das wird euch die nächsten Monate sicherlich auch in unseren Updates begleiten. Jetzt fangen wir aber erstmal mit Nico und Leo an. Moin! Jetzt ist die Energizer endlich im Miniatur Wunderland angekommen und ich kann das dem Nico übergeben, damit er das dann fertig macht zum Ausschmücken. Schwierigkeiten hierbei waren natürlich das Gewicht. Das durfte nicht zu schwer sein. Wir haben in einer der letzten Folgen gesehen, dass das Ding ja schon auf Wasserlinie lag. Das heißt, so viele Möglichkeiten habe ich da nicht, LEDs zu platzieren und vor allen Dingen große Drähte zu verwenden oder dicke Drähte zu verwenden, weil, wenn es zu schwer wird, sieht das doof aus, wenn es unterhalb der Wasserlinie liegt, wenn es nachher im Wasser ist. Ich werde dem Nico das nachher mal anschließen und wir gucken uns jetzt erstmal an, wie ich das zu Hause beleuchtet habe. So, ich habe dem Nico Bescheid gesagt, der kommt gleich rüber. Ach, da bist du ja. Warte mal. Na? Du hast das Boot fertig. Ja, ich habe das fertig. Du hast ja noch nicht beleuchtet gesehen, ne? Nee. Soll ich mal anschließen? Hier sind die Drähte, da müssen wir noch den Durchlass finden nachher für den Draht, der das mit der Anlage verbindet, ne? Ach, da kommt's. So, zu wenig? Nee, zu klein, ich hatte sie nicht gesehen. Na, pass mal auf hier. Wow. Hinten ist ja auch noch ein bisschen was dran, ne? Super Also gut. du siehst hier auch Steuerbord, Ja. Backbord in Rot, ne? Muss rein. Ja, schön oben Position. Ja, hier so. Und vorne, das ist wunderbar. Das Ja, ist ja schön, also- wo er andockt. Genau. Weil die Mitarbeiter, die sollen ja auch sehen, wo sie hintreten und nicht verunfallen. Ne? Ja. Ja, Ja, also wunderbar. schön, wenn Nico das gefällt. Du darfst das jetzt übernehmen und Ja. Ich werde dann noch die kleinen restlichen Anbauteile anbauen. Und dann werden wir das noch befestigen müssen an dem Windrad. Das wird noch mal spannend. Wir sind hier in der schönen Schweiz, hier an der Stelle, wo St. Max ist. Wir hatten die letzten Jahre schon mal einige Probleme hier, dass wir mehrere Kurzschlüsse hatten und uns die ganzen Sicherungen an unseren Modulen geflogen sind. Deswegen haben wir 2019 das hier alles einmal komplett neu verdrahtet. Da hatten wir aber leider nicht die Zeit, das alles ganz schick zu machen. Und haben deswegen jetzt im Lockdown nochmal die Zeit gehabt, hier das Deckenlicht auszumachen und alles nochmal neu zu verdrahten, also an den Modulen nochmal neu anzuschließen und so, weil wir es vorher nur provisorisch aufgelegt haben. Jetzt geht es hier ums Dokumentieren. Wir haben pro Bauabschnitt in dem ganzen Wunderland hier immer einmal so ein Bildschirm, wo wir einmal den ganzen Grundriss von den Bauabschnitten sehen können. Und hier zeichnen wir halt unsere ganzen Sachen drauf und programmieren alles. Bedeutet, wir können hier einmal reinzoomen
Das ist jetzt hier unsere Stadt, die wir hier neu verdrahtet haben. Und da fange ich jetzt an zu dokumentieren. Wir haben verschiedene Sachen. Wir haben ja unsere ganzen Verbraucher gezeichnet. Und hier kann man sofort erkennen, dass das hier zum Beispiel ein Haus ist. Und in dem Haus haben wir nochmal verschiedene Verbraucherfarben. Die haben alle eine Bedeutung. Zum Beispiel sieht man hier grün. Grün ist für uns Geschäftsbeleuchtung und die geht zum Beispiel mal abends an. Dann haben wir Wohnungsbeleuchtung, die immer mal an und wieder ausgeht. Dann haben wir Straßenlampen. Hier kann man einfach direkt erkennen, dass hier ein Straßenzug ist, weil hier mehrere Straßenlampen stehen. Und so können wir halt immer sofort erkennen, wo was ist und können auch zum Beispiel direkt eine Straßenlampe erkennen, wo sie steht und wo sie raufgeht. Wir haben dann auch hier so eine Ansicht, da können wir einmal raufklicken. Da sieht man die Karte und was auch alles auf dieser Karte drauf liegt. Zum Beispiel, dass hier ganz viel Geschäftsbeleuchtung ist und hier auch nochmal Straßenbeleuchtung. Und daher kann man das alles super später nachverfolgen. Und das haben wir für jeden Bauabschnitt hier im Wunderland. Heute stehen wir an einem ganz besonderen Ort. Bisher sind wir dafür bekannt, kleine Modelle zu bauen. Hinter uns entsteht das allererste große Modell im Wunderland. Und zwar wird das Eingangsportal zu unserem Südamerika-Abschnitt, was, glaube ich, für alle Gäste ein ganz wichtiger und zentraler Ort wird, um dieses Abenteuer zu verstehen. Bisher haben wir auf der anderen Seite ja vor allem Europa gebaut. Dann geht man rüber über die Brücke, sieht diesen spektakulären Blick in die Speicherstadt und dann kommt man in die unendlichen Weiten Südamerikas und der allererste Eindruck wird dieses spektakuläre Portal sein. Das Portal ist jetzt gerade halb fertig, aber man kann schon sehen, das wird wahnsinnig toll. Wenn man genau hinguckt, kann man schon die ganzen kleinen Reliefs ansehen. Jetzt wird alles angemalt, dann kommt da vorne in die Hände dieser Gottheit ein leuchtender Kristall. Dann ist es natürlich wie bei Indiana Jones verwachsen, dass Lianen und der Urwald sich all das wiederholt, sodass, wenn man hier reinkommt, es wirklich sich anfühlt, als ob man in Südamerika ankommt, in einer Welt voller Abenteuer. In den letzten Wochen und Monaten haben wir euch richtig viel darüber erzählt, was wir in dem neuen Speicher vorhaben. Haben euch über die Brücke berichtet, über die Züge, die rüberfahren, haben euch von Rio erzählt, von Patagonien, von Asien, von allem, was wir vorhaben. Wovon wir euch aber noch ganz wenig erzählt haben, Freddy jetzt einmal ganz kurz erwähnt, ist unser allerneuestes Projekt. Julbi. Das machen wir gemeinsam mit dem Europapark. Und da haben wir eine ziemlich tolle, einmalige Idee, nämlich eine Free Roaming VR Experience. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, englisch, ist aber ehrlich gesagt für mich ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, wie das Holodeck, das eigentlich ein Kindheitstraum jetzt wahr werden kann. Wenn man diese Brille aufsetzt, den Rucksack anzieht, die Tracker anzieht, wird es zukünftig möglich sein, wirklich in Miniatur durchs Wunderland zu gehen. Und das frei im Raum mit anderen Mitspielern. Und ich glaube, das wird nochmal ganz neue Möglichkeiten und neue Blickweisen aufs Wunderland ermöglichen. Und wir haben gerade eine riesengroße neue Spielwiese. Wir haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen mit dem Europapark ganz viel an der Geschichte gearbeitet und die Geschichte wird toll und genau genommen werden es sogar zwei Geschichten. Einmal eine 10-Minuten-Experience, das nennen wir die Go-Experience, wo man einfach auch eine Brille aufsetzt, sich frei im Raum bewegen kann und einen fantastischen Spaziergang durchs Wunderland macht, über den Markusplatz geht, perspektivische Erlebnisse hat und nicht jetzt mit dem Schiff, das gerade kommt, aber James Bond-like über den Zug gehen kann. Und das ist aufregend toll und ein super Erlebnis für Einsteiger. Und dann haben wir noch die ganz aufwendige 30-Minuten-Variante, wo wir gerade dabei sind, komplett das Wunderland in 3D zu erfassen, sodass man sich wirklich komplett ins Wunderland reinbeamen kann. Dann bekommt man solche Fußtracker, bekommt diese Brille auf, hat ein Mikrofon, hat Mitspieler, die man auch als Avatar sieht und kann ein ziemlich, so viel kann ich verraten, spektakuläres und eine ziemlich misslungene Führung durchs Wunderland mit großen Abenteuern erleben. Ich will nur so viel verraten, stellt euch mal vor, was es bedeutet, einfach so eine kleine Figur zu sein. Was dann dieser Wind bedeutet, das ist ein Sturm für so eine Figur. Was ein Staubsauger bedeutet, was eine Katze auf einmal für ein großes, bedrohliches Tier ist. Und da kann man natürlich viel mit spielen. Und da sind wir voll dabei und hoffen, euch dann in ein paar Wochen auch schon die ersten Bilder zu zeigen. Ja, ich würde glatt mal gerne wissen, wie viele von euch gerade Bahnhof verstanden haben. Es ist einfach nicht greifbar, aber es wird gigantisch. Ich bin mir ganz sicher, jeder, der das machen wird, wird sagen,
Das ist unfassbar, was heutzutage mit der Technik geht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, bis wir dann irgendwann eröffnen, irgendwann die ersten Bilder schicken. Aber jetzt zum Abschluss noch mal etwas eigentlich ganz Langweiliges. Wir entführen euch mal hoch in den 5. Boden und das Dach. Da entsteht nämlich gerade unsere neue Klimaanlage für diese neuen Räumlichkeiten. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund und munter und hoffentlich bis bald.